Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Junior Goldaktien verlassen jedes Mal explosiv die Bodenbildung. Disclaimer. Junior Goldaktien verlassen jedes Mal explosiv die Bodenbildung. Seit circa einem Jahr haben wir immer wieder auf das Zyklustief vom September 2020, 22 Higher Low hingewiesen. Seitdem hat sich mit kleinen Auf- und Abwärtsbewegungen eine untere steigende Trendlinie mit höheren Tiefs und von oben eine Dreiecksformation gebildet. Die aktuelle Chartformation und die Situation interpretieren wir deshalb als einen bevorstehenden Ausbruch, der sich als dritte Welle seit dem All-Time-Low von 2016 anzusehen ist und die Junior Penny Gold Aktien auf 1 $ oder mehr bringen kann. Da die dritte Welle stärker sein dürfte als die erste beiden, gehen wir mindestens von 30 bis 50 Bäckern, in manchen Fällen auch von 100 Bäcker oder mehr aus. Junior Penny Gold Aktien dieser Kategorie mit verschiedenen Risikoklassen finden Sie im 1000 Bäcker Gold- und Silberaktien-Report. Ja, das ist so. Wenn die Goldaktien am Boden sind und es kommt dann Geld reingeflossen, dann gibt es eine ungeheure Eruption. Und es ist ja auch ganz klar, dass in der Frühphase prozentual die Aktien am stärksten steigen. Die steigen dann sozusagen bis zum Ende des Goldaktienbullenmarkts immer etwas schwächer. Aber das so summiert sich ja zusammen und dann kommt man hoffentlich auf hohe Dollarbeträge bei den Goldaktien. Nichtsdestoweniger, es ist eben das Problem, es geht mit einmal urplötzlich Geld ein, schon muss man doppelt so viel hinlegen. Das ist das Problem. Deswegen ist bei Goldaktien immer Zeitdruck beim Einkaufen natürlich gesagt. Man muss drin sein, bevor das Geld reingeht. Das kann man natürlich nicht timen, muss also vorher investieren. Und wenn das natürlich dementsprechend teuer ist und die allgemeine Euphorie setzen, das setzt eigentlich schon wieder das Verkaufszeichen. Also es ist kein Langfristinvestment. Wir erwarten, dass nach einer explorationsartigen Aufbruch, der jetzt mehr und mehr Goldaktien vermutlich erfasst, dass ich mal 6 bis 8 Monate hier steigt im Goldaktiensektor und dann muss man das abstoßen. Ja, hier noch ein Projektgenerator aus Neufundland, Kanada mit mehreren Projekten. Das Unternehmen hat eben auch sehr hochgradige Projekte beispielsweise. Hier 14,51% Zink, 7,56% Blei, 1,3% Kupfer und 126 Gramm pro Tonne Silber. Auch Gold ist dabei, auch hochgradiges Gold. Sie haben auch ein Joint Venture Grundstück mit Glencore, also sie sind eigentlich gut aufgestellt. Ähm, Das Unternehmen hat fast alle Gewinne oder alle Gewinne eigentlich wieder abgegeben. Und wenn man sich das eigentlich so vorstellt, wie es von 2020, als es von der Corona-Krise angestiegen ist, ist es eigentlich hier von, ja, im Grunde genommen hier 0,4 Cent, so genau wie es jetzt bewertet ist, dann auf 0,6 hochgestiegen. Eigentlich erwarten wir, dass es früher oder später, wenn jetzt richtiger Goldaktienbullenmarkt kommt, dass es dann wieder eine ähnliche Entwicklung gibt. Das kann man natürlich nicht vorhersagen, aber die haben die hohen Werte. Das wird sich dann früher oder später auch manifestieren und Investoren anziehen sozusagen. Wie gesagt, es ist eine Hochrisikoaktie, die meines Erachtens aber jetzt den Boden gefunden hat und Sie sehen ja eben, was solche Aktien beim letzten Goldaktienbullenmarkt dahingelegt hat. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass es vielleicht die stärkste Goldaktienbullenbewegung seit wirklich langer Zeit jetzt geben wird, könnten theoretisch dann solche Aktien profitieren. Wie gesagt, es ist sehr hohes Risiko, keine Kaufempfehlung. Ja, nochmal generelle Aussage zum Gold. Gold könnte eben analog der 1970er Jahre von jetzt 2000 $ auf 8500 $ steigen. Das ist im Prinzip in den 1970er Jahren im Jahr 1979 passiert. Da ist nach einer heftigen Korrektur, die sicherlich hat viele Leute am Goldsektor und Goldaktiensektor zweifeln lassen, kam es dann zu einer Vervierfachung des Goldpreises. Ich denke mal, das hängt schon zusammen. Irgendjemand will da nicht, dass da zu viele Investoren in diesem Sektor sind.
und zum Beispiel an einer Vervierfachung des Goldpreises profitieren, beziehungsweise geschweige denn an diesen Goldaktien, da soll möglichst keiner informiert sein. Hier ging es ja eben von 15 nach 20 Cent auf 10, 20, 30 Dollar in dieser Phase. Das ist natürlich absolut exorbitant. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum da nicht so viel berichtet wird. Und zwar, dass mehr oder weniger ja sowas Ähnliches wie ein Webfehler vielleicht ist. Das sollte es vielleicht gar nicht geben, aber das gibt es. Und wenn dieser Goldaktiensektor völlig unterbewertet ist, so wie jetzt, und wir stehen vielleicht vor einem Mega-Anstieg, gut, wir glauben persönlich nicht, dass es jetzt auf 8.500 Dollar gibt, aber ich sage nur, wir können es nicht ausschließen, ne? Weil ab irgendeinem Punkt können die vielleicht auf den Goldpreis oder wollen das auch gar nicht mehr kontrollieren und er läuft einfach hoch und die Leute stehen ungläubig dabei. Möglich. Wahrscheinlicher ist eher, dass das Jahresende bis Anfang nächsten Jahres auf 2.400 Dollar geht und Silber auf 40 bis 50. Aber das reicht eben aus, um eine extreme Gold- und Silberaktienmania hier zünden zu lassen, weil diese im Vergleich zu früher, diese Gold- und Silberaktien, damals gab es ja im Wesentlichen noch gar keine Derivate und nichts, und das ist jetzt alles dadurch gedruckt. Das heißt, wir brauchen nur einen etwas moderaten Anstieg und es ist denkbar, dass sich ähnliche Werte hier bilden. Das wäre natürlich toll. Das ist eben dieser extremen Unterbewertung geschuldet, dass es möglich ist. Wie gesagt, wissen es nicht. Keiner hat eine Kristallkugel, aber ich wollte Sie einfach auf diese Ähnlichkeiten mit den 1970er Jahren mal hinweisen. Ja, also was liegt vor uns? Eben dieser Anstieg auf 2.400 Dollar, 40, 50 Silber. Und als es beim letzten Mal eben solche Goldaktienanstiege gab, zum Beispiel hier 2016, stieg Gold hier von ca. 1.050 Dollar auf 13,60, 30%. Und im gleichen Zeitraum sind eben viele Goldaktien oder einige jetzt hier, das ist sicher auch ein Extremfall, ist ihnen um 10.000% gestiegen. Also entweder 30% mit Gold oder 10.000% mit Goldaktien. Das heißt, diese Goldaktie war 350 Mal besser. So, und so extrem unterbewertet sind die Goldaktien jetzt auch. Das ist eben die ganz große Chance. Keiner weiß natürlich, ob das jetzt wirklich zündet, aber ich denke schon, wenn jetzt Gold auch um 20, 30% höher geht, äh, und das erwarten wir, und Silber 40 bis 50, könnte es doch solche ähnliche Rallye auslösen. Und nur als Beispiel, wenn man zum Beispiel damals hier im Januar 2016 eine Unze Gold verkauft hätte, reinvestiert in diese Goldaktie, halbes Jahr später wieder verkauft hätte, hätte man einen Erlös trotz des höheren Goldpreises von sage und schreibe 79 Unzen erzielt. Also man kann das auch so sehen, dass diese Goldaktie nichts weiter als das, da gibt es auch ein Statement von Da Casey, habe ich glaube ich auf meiner Webseite, der sagte, dass man das Ganze nur als strikte Vehikel sehen sollte, wie ein 10, 20, 50 100 oder sogar 1000 Vertausendfachung an der Stelle bieten können, mehr nicht. Deswegen kann man das als Goldmaximierungstool sehen, sozusagen. Dasselbe hier Jahr 2020, hier die Corona-Krise. Das ging dann hier auch bei der Aktie von 2 Cent auf fast 40 Cent hoch. Also man kann sagen, die Aktie ist ungefähr um 2000% gestiegen und Gold irgendwo um 20, 30. Also auch hier ist die Aktie 100 Mal besser gestiegen als Gold und Silber. Und das wird eigentlich absolut nicht beachtet, weil es eben auch recht schwer ist zu timen. Man muss jetzt bei solcher Tiefe, muss man jetzt drin sein, muss jetzt nachkaufen. Wenn die Eruption läuft, muss man sofort viele höhere Preise zahlen und es tut wirklich weh, zu höheren Preisen noch einzusteigen. Auch wir haben ja so ein Beispiel, das ich neulich gebracht habe. Hier da eine Aktie Silber Polymetallic Gold Projektgenerator British Columbia war noch Anfang des Jahres so 5 Cent, ist jetzt 26 Cent. Da ist schon viel, viel Hebel draus. Trotzdem kann diese Aktie noch richtig Leben erweisen und auf 1 Dollar gehen und dementsprechend noch höher. Ne? Aber wer will dann noch kaufen? Das ist das Problem. Deswegen finde ich es eigentlich attraktiver, noch zu schauen, wo sind hier noch Nachzügler, wo kann man noch für Pennies was bekommen, was aber auch relativ wahrscheinlich zumindest auf 1 Dollar geht. Würde ich sagen, dass das jetzt die Wahl der Stunde ist. Aber man muss das natürlich auch verteilen und da darf auch keine spezielle Aktie privat bevorzugen.
Ja, also immer noch eine extreme Unterbewertung bei Goldaktien nach wie vor. Hier seit 1996, hier werden Goldaktien mit Gold vermessen, sind wir hier im Bärenmarkt, unvorstellbar. Hat aber eindeutig jetzt einen Boden gefunden und Statisten meinen, dass es einen überproportionalen Ausbruch gibt. Das würde ja enorm dann für Goldaktien positiv sein. Dasselbe ist hier das Verhältnis Senior-Minier, Junior-Aktien ist eine Riesenlücke und die wird geschlossen und das ist auch absolut eruptiv und würde den Goldaktien auch enorm gut tun von den Preisen her, gerade den Penny-Gold-Aktien und den Junior- und Explorationsaktien. Ja, wie hätte man 1970 den Goldmarkt optimal gespielt? Man hätte einfach ständig Goldaktien aufkaufen müssen, verteilen müssen, beobachten müssen, nachkaufen und dann das eigentlich aussitzen, bis dann dieser Inflationsexzess kommt, sprich eben Goldpreisanstieg, wie ich ihn ja gerade demonstriert habe, 1979. Und wenn der Markt dann ganz heiß läuft, wenn wir die Phase in Euphorie haben, muss man einfach beginnen zu verkaufen, weil wenn der Markt dann wieder nachlässt, sind die Rückschläge gerade bei Goldaktien auch sehr, sehr empfindlich. Ja, Agnes 2, Agnes 3, damit meinen wir, wenn Goldaktien hochgehen, ist es gleichzeitig im gewissen Sinne als Krisenthermometer anzusehen. Ähm, Viel kann passieren. Es können diese Minen können verstaatlicht werden, extra Steuern von den produzierenden Ländern, die könnten sich an den Besitz der Aktionäre vergreifen ab irgendeinem Punkt. Und momentan freuen sie sich noch über zusätzliche Steuereinnahmen und Arbeitsplätze und sowas. Aber diese Freude kann sich eben ja, sozusagen Gier dann umwälzen. Ich meine, das ist so sein, so ist einfach die Natur des Menschen und der Regierung sowieso. Also im Grunde genommen könnte man auch sagen, mit Worten von Takesis besprechen, momentan werden vielleicht diese Minenunternehmen in diesen Ländern noch als Milchkühe gesehen, aber ab irgendeinem Punkt wird man diese Milchkühe auch als Beefkühe sozusagen ansehen. Und das muss man sich immer bewusst sein. Genauso auch mit unseren Einlagen hier auf dem hiesigen Bankensystem. Noch sind sie offen, noch zahlen sie aus. Das muss nicht für alle Zeit sein. Irgendwann bedient man sich vielleicht auch bei ihren Assets. Das ist einfach die Natur der Sachen. Ich sage, das ist noch nicht so weit, aber es könnte eine Gefahr sein. Die droht also von mehreren Seiten. Nichtsdestoweniger, unabhängig davon, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir eine Vermögenswertimplosion erleben, wie 1980. Dort konnte man für eine Unze Gold dann einen Dow kriegen. Jetzt muss man noch 16, 17, 19 Unzen für einen Dow hinlegen. Das heißt, die allgemeinen Aktien dürften 95% gegenüber Gold fallen. Auch die Häuser werden billig. Jedenfalls konnte man 1980, Mike Maloney hat das hier aufgezeigt, für 500 Unzen Silber ein Haus kriegen. Dieses Mal glauben die Statisten, wird die Vermögensimplosion noch stärker gegenüber Gold. Das heißt, möglicherweise kriegt man für eine Unze Gold 2 Dow, 4 Dow. Ich habe sogar schon mal von Egon von Greyerz ein Video, das hatte ich auch beim letzten Mal erwähnt, der sprach sogar von 10 Dow. Das wird man wirklich abwarten müssen. Aber irgendwo wird es dann auch eine Grenze geben. Das muss man sich auch bewusst machen. Naja, aber jedenfalls ein Haus wird man sehr wahrscheinlich, wenn sich das halbwegs so wiederholt, irgendwo für zwischen 250 und 300 Unzen Silber bestimmt. Fazit, Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Ja, weil die Verzerrungen so groß sind, kann man eigentlich nicht mehr klassisch investieren. Man muss einfach diese Verzerrung durch die Verschuldung einkalkulieren. Also wie gesagt, diese Vermögen werden sich mit den Schulden ausgleichen. Das heißt, diese Vermögenswerte implodieren einfach. Und weil die Leute sich natürlich retten wollen und ihre Kaufkraft retten wollen, werden sie Gold und Silber nachfragen. Das wird da in den Sektor reinfließen. Das kann extremst übertreiben, zum Beispiel auf 8.000 Dollar heutige Kaufkraft. Das haben ja Experten berechnet, bei Silber vielleicht 300 Kaufkraft. Das sind die theoretisch berechneten Maximalwerte, Krisenmaximalwerte von Gold und Silber. Also die Lösung ist in dieser Krise ist gut zu tun, so viel wie möglich von diesem Zeug, sprich Gold und Silber zu haben. Wie kann man das machen? Hoffentlich eben mit Goldaktien, wo ich Ihnen gerade gezeigt habe, dass sie exorbitant besser sich entwickeln als Gold und Silber, sodass man eben noch mehr Gold und Silber kaufen kann.
Und ein anderer Vorteil ist, in dieser Phase des Bullenmarktes kann man auch von seinen Goldaktien leben, ohne Gold und Silber verkaufen zu müssen. Denn Gold und Silber sind ideal natürlich für eine mögliche systemische Krise oder auch für diese Maximalwerte. Dafür sind sie da. Und es ist schade, wenn man sie für geringe Preise abgeben müsste. Und da könnten Goldaktien auch eine Rolle machen. Nichtsdestoweniger, in Anlehnung an den 1970er Jahren könnte man jetzt 200, $300 investieren in Goldaktien, verschiedene Goldaktien, die sich vielleicht im Schnitt jetzt in den nächsten 6 bis 8 Monate ver25-fachen. Dann kann man davon mehr Gold und Silber kaufen, die dann allerdings noch nicht die Maximalwerte erreicht haben, aber die dann vielleicht früher oder später die Maximalwerte erreichen, deswegen diese für vier. Und ja, wenn die Maximalwerte da sind von Gold und Silber, ist einfach Schluss. Dann muss man einfach klassisch investieren. Und 1980 hätte das eben bei vielen Aktien und Aktienfonds mindestens zu einer Verfünfzigfachung in den darauffolgenden 20 Jahren geführt. Und deswegen könnte man ableiten, jede 200, 300 Euro, die wir jetzt in Goldaktien analog nach dieser Ereigniskette investiert, bringt vielleicht früher oder später uns 1 Million Kaufkraft. Ja, wie gesagt, eine theoretische Betrachtung in Anlehnung aus den Beobachtungen aus den 1970er und 1980er Jahren. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, am moderaten, hohen und sehr hohen Risiko das Ganze zu ordnen. Potenzialfaktor berechnen, das Anzahl der Unzen, Grad des Goldes, Länderrisiko. Bei Interesse kann ich Ihnen auch auf Ihnen zugeschnittenen Portfoliovorschlag erstellen. Mehrere Informationen finden Sie im Anhang im YouTube. Exit-Strategie ist auch mit bei. Ja, Einlage von Gold und Silber. Das Unternehmen ist zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Eine Überweisung schon ist im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist der Verkauf. Sie sind auch relativ günstig im Vergleich zu klassischen Edelmetallhändlern. Falls es noch Depots gibt, also ich persönlich arbeite hier mit FlatEx de Giro in Deutschland und Swissquote in der Schweiz. Wichtig ist eben, dass man am sogenannten Heimatmarkt, und das ist meistens der Toronto Stock Exchange in Kanada, buchen kann. Und das ist zum Beispiel in Deutschland bei FedEx de Giro gut möglich, kostet, glaube ich, 5,90 so die Order. In der Schweiz leider teurer, glaube ich, circa 20 oder mehr. Ja, also das können Sie wählen, nur dass Sie die Informationen haben, falls die Frage bei Ihnen auftauchen sollte. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn dir der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht mir auch ein Like geben, das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge. Also nochmal, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.